Einen wunderschönen guten Tag, liebe Herrschaften. Ich freue mich, dass ihr es geschafft habt, bei dem Video wieder zuzugucken. Und ihr könnt es euch vorstellen, wir haben hier noch viel zu tun am Bus und wollen hier wirklich mal einen Schlag reinhauen. Das gute Stück würde ich gerne bewegen zum Season Opening am 13.04. Also haben wir bis jetzt, also bis dahin noch wirklich viel zu tun. Hier fehlt noch ganz viel Blech überall, der ganze Träger hinterm Dach und so weiter und so fort. Was jetzt hier genau ansteht, finden wir gemeinsam raus. Auch hinten noch so Stücke wie die Westfalia Bank ist im Arsch. Wir haben also auch ganz viele Kleinigkeiten, die wir vorbereiten müssen. Das Armaturenbrett und all so ein Kram. Und dadurch, dass ich Sascha, meinem edlen Helfer hier, versprochen habe, dass ich jetzt nicht hier wie wild auf dem Blech weiter rumklopp ohne sein Beisein. Also wir werden nur gemeinsam hier an diesen Blecharbeiten weitermachen. Von daher suche ich mir zwischendurch schon immer andere Aufgaben, erledige die, dass das große Gesamte dann doch klappt. Eine Scheibe sollte demnächst mal rein, aber bevor das passiert, muss diese Ecke hier erst rein. Und das wird auch somit das erste sein. Leute, viel Gelaber, wenig Sinn. Wir haben ja hier auch noch das schöne Teil stehen. Ich bin euch ja noch schuldig quasi zu zeigen, dass der jetzt auch zum TÜV geht, ne? Dieser ganze TÜV-Termin hat sich leider verspätet um einen Tag. Eigentlich sollten wir am 25. hin. Jetzt ist der 26. und wir fahren den Käfer zum TÜV. Ich bin richtig heiß. Das Wetter spielt komplett mit. Also ich werde jetzt hier die Tore aufmachen, Käfer rausholen und dann fahren wir rüber zum TÜV und erledigen erstmal das, damit die Karre fertig ist und wir sie dann hoffentlich zulassen können. Ja, weil das Wetter will, dass wir fahren. Ich reiß die Tore auf, Leute. Musik geht ab hier. Wir holen die Karre raus oder was, ne? No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the dime. Oh, 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 serves as a reminder to count your blessings, 'cause it's telling fair, put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth, how they coming for you. Yeah, yeah, no. Don't you think you're better off where the neighbors don't stare and baby you're wanted? Herzlich willkommen zurück, Leute. Wir haben es geschafft, wir waren beim TÜV. Und was soll ich euch sagen? Der Käfer ist ohne Mängel durchgekommen. Die Papiere sind hier. Also es kann losgehen. Wir können die Karre anmelden. Ich habe jetzt schon Händlertermin gebucht. Kennzeichen sind fertig gedruckt, die liegen da hinten drin. Wir können also morgen die Karre zulassen und hoffen, dass er toll laufen wird. Das Käferkapitel ist somit jetzt größtenteils abgeschlossen und wir werden uns jetzt hier dem Bus widmen. Ich bin richtig heiß. Vor noch ein bisschen aufräumen, ein bisschen die Spuren beseitigen und dann kann es hier richtig losgehen. Zwischendurch Film muss, glaube ich, hier auch noch bei. Der will ein bisschen Typ 3 schrauben. Wir werden sehen, Leute. Attacke, bis gleich. So, Leute, aufgeräumt habe ich jetzt ein bisschen, aber auch nicht zu viel. Mann, ihr müsst wissen, ich könnte jetzt hier bestimmt die ganze Woche aufräumen und dann hätte man mal klare Kante. Aber wichtiger ist jetzt halt der Junge hier. Kurzerhand habe ich mich dran gemacht, das Armaturenbrett zerpflückt. Das ist das Originale. Ihr wisst, das war hier schon überall arschkrumm. Das habe ich ja schon einmal grob vorgerichtet. Aber da muss ich wirklich sagen, da wo meine Lenksäule nachher angeschraubt ist und sowas, da will ich auch die Stabilität und dass das gerade ist haben. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass dieses geknickelte Armaturenbrett weichen soll. Also einmal ausgebaut und jetzt kann das auch weg. Ob ich es wegschmeißen kann, weiß ich noch nicht. Aber sag mal, was würdet ihr damit machen? Keine Ahnung. Jetzt habe ich diese Teile hier noch da. Die originale Leiste hier. Da werde ich gleich mal gucken, ist die jetzt hier deutlich besser oder schlechter als die bei dem Armaturenbrett oben dabei ist. Falls da überhaupt eine dabei ist. Und halt das Deckblech, was quasi hier oben so am Scheibenrahmen sitzt. Und das Deckblech möchte ich behalten. Ihr seht schon, das ist immer noch arg krumm. Den Rest, den kriege ich ja hoffentlich noch gerichtet. Und genau das will ich jetzt machen. Ich will das Blech richten und dann fügen mit dem neuen Armaturenbrett, was da oben drauf liegt, ne? Und ja, das reiße ich mir jetzt auch erstmal runter und gucke mir das alles mal an, ne? Leute, bis gleich. So, Leute, nächster Tag. Ich bin wieder hart dran mit dem ganzen Busthema. Es muss weitergehen. Und ich wollte euch noch kurz zeigen, das Armaturenbrett von gestern habe ich fertig zusammengebaut. Die alte Front quasi noch nicht sauber gemacht. Mit dem Prallelement von meinem originalen Bus hier. Und das obere Blech auch vom originalen Bus. Das habe ich noch mal ein bisschen mehr gerichtet. Das passt jetzt, glaube ich, ganz gut wieder. Müssen wir beim Einbau sehen. Ja, außerdem habe ich hier hinten schon mal ein bisschen Platz gemacht. Ich habe hier im Regal angefangen aufzuräumen und überall einfach angefangen
anfangen aufzuräumen, weil Leute, hier liegen Bussachen auf dem Boden, da sind Sachen drin, hier sind Sachen, da hinten sind Sachen, da sind Sachen und ich weiß gar nicht, wo hinten und vorne ist. Ich muss jetzt hier weiter aufräumen, das einmal alles durchsortieren ist der Plan. Hier in dem Regal, wo Nellys ganzen Käferteile drin waren, haben wir Platz geschaffen. Ich werde jetzt die 3 Fächer nutzen und Kleinkram vom Bus da einfach einsortieren, dass ich dann einfach nur noch hingreifen muss. Ja, das hatte ich gerade erst in der Hand. Das Blinkergehäuse liegt da. Weil momentan müsste ich jedes einzelne Teil suchen, was ich brauche, um das Ding hier wieder zusammenzubauen. Eigentlich wollte ich heute das Blech hier fertig bauen, aber Leute, ich muss hier wirklich ein bisschen klar Schiff, Alter. Man dreht sich hier im Kreis. Die ganze Pappe muss eigentlich auch einmal entsorgen. Ja, aber als erstes hier vorne habe ich schon mal gefegt jetzt den ganzen Bereich. Das einmal alles ein bisschen umgeräumt, den Schrank ja auch verstellt und ist ja auch Latte. Ich schiebe den Bus jetzt hier mal 1 Meter vor. Dann habe ich hinten den ganzen Platz zum Aufräumen. Dann sortiere ich die Sachen durch, räume die Werkbank einmal schiere Kante auf, dass man darauf auch einfach schrauben kann. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder, ne? Bis gleich. Leute, ich bin wieder da. Wir haben viel geschafft. Es ist schon der nächste Tag ja hier mittlerweile angebrochen. Und ich habe hier mich am Bus ausgetobt, die Bank ein bisschen gemacht und getan. Aber nicht nur das. Ich habe halt auch alle Teile hier in das Regal jetzt rein sortiert. Das ist jetzt alles Buskram. Hier sind teilweise schon Sachen einfach ready to go. Ich habe hier die Blinker genommen und einmal aus 2 eingebaut. Und ja, ganz viele Teile mir vorgenommen und einfach geguckt, ne? Das sind hier teilweise auch noch Sachen, die brauchen Arbeit. Guck mal hier, der hier abgeknickt, ne? Der muss noch komplett gerichtet werden. Oder ich brauche diese Bleche halt neu. Aber ich sag mal so, das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend, um das Auto nachher irgendwie zu fahren oder sowas. Von daher, das hebe ich mir zum Ende auf, so, ne? Den hier muss ich zwischendurch noch mal machen. Der ist ein bisschen verbogen. Guck mal da oben, wo er so wegknickt. Ich dachte, das gehört so, aber nein. Der ist auch schief und krumm. Ich werde da gucken, dass ich den alten reinkriege. Ansonsten habe ich da tatsächlich noch einen stehen, habe ich gesehen. Dann kommt der da besser rein, aber muss ja nicht, ne? Ja, Leute, außerdem, ich habe hier überall einmal durchgefegt, aufgeräumt, Werkbank ein bisschen freigeräumt, weil morgen ist der große Blechtag. Morgen wollen wir wieder ein bisschen an der Front weiterballern. Deswegen kommt der Bus jetzt gleich nach hinten. Dann habe ich noch eine kleine Aufgabe für mich ausgesucht für heute Abend, dass das schon mal ausgehakt ist. Aber ich will euch hier nochmal einmal zeigen. Die Bank nämlich, die hat mehr Ärger gemacht, als was ich dachte. Hier oben, diese schwarzen Halter, diese Streben hier, ne? Die waren verbogen auf beiden Seiten.
Seiten, deswegen die ganze Bank so schief nach vorne gekippt stand. Das habe ich jetzt gerichtet und dass sie wieder so grob reinpasst. Dann waren hier die Winkel überall rausgerissen, das habe ich jetzt auch ein bisschen mit Schrauben hier alles verbogen, die Platte ja auch raus, einfach nur so große Scheiben kommen davor. Ja, und dann habe ich hier hinten, den hatte ich noch nie, mir so einen Halter gebaut, der kommt nachher hier so quasi hin und dann hält er die Bank da unten in Position, genauso wie hier drüben. Das muss auch nochmal verschraubt werden, da brauche ich aber einfach eine zweite Hand, auch hier, dass man das von unten mit Mutter dann festmachen kann. Deswegen mache ich jetzt an der Bank hier nicht großartig weiter. Die muss ja nochmal rausgepopelt werden, das ist einfach mit 2 Händen schöner. Ich schiebe jetzt den Bus nach hinten und werde nochmal die Spurstange ausbauen. Die ist nämlich leider krumm gegangen, allerdings nicht beim Unfall oder so, sondern tatsächlich, als wir den Dozer unter das Auto gestellt haben und oben an der Dachkante gerissen haben. Ihr erinnert euch, da stand das Ding hier vorne und da haben wir den Dozer gegen die Vorderachse laufen lassen, weil mit diesen Dozerböcken war der Dozer nicht lang genug, dass man oben am Dach reißen konnte. Deswegen gegen die Vorderachse laufen lassen und als wir den Bus quasi mit dem Wagenheber ein bisschen runtergelassen haben, dass das passt mit dem Dozer und sowas, ist die Spurstange auf dem Dozer aufgelegen und ist krumm gegangen. Ich habe das schon gesehen, die ist sehr krumm. Ich werde die einmal ausbauen und gucken, ob ich die hier vor Ort gerade kriege. Ansonsten muss ich gucken, dass ich mir da eine neue baue oder sowas, was ich, ne? Leute, bis gleich. Guten Tag, Party People. Nächster Tag und wir wollen Gas geben am Bus. Ich habe die Tore aufgemacht, lass ein bisschen die Wärme rein, weil draußen ist tatsächlich wärmer als hier drin. Und ja, wir wollen Gas geben, hier ein bisschen Blech machen und sowas. Ich habe gestern hier noch vorbereitet, die Spurstange unten einmal ausgebaut, gerade gemacht, wie versprochen. Ich kletter da jetzt nicht runter, ich müsste die Platte wegnehmen, ist egal. Na, ihr müsst mir da vertrauen, ich habe es geregelt. Ja, Leute, jetzt kann es hier wirklich losgehen und ich denke mal, es geht gleich hier ran und wir bauen diese Ecke hier fertig. Dann seht ihr auch, ich habe die Frontscheibe nochmal reingelegt. Ihr seht auch hier das Problem. Hier ist die Front einfach immer noch nicht weit genug draußen. Man kann hier das an der Form auch erkennen. Ja, ist schwer zu erkennen, aber der muss in diesem ganzen Bereich hier noch rausgedrückt werden. Also ab hier dreht der sich hier immer noch total rein mit dieser Wulst hier oben. Die läuft eigentlich so runter und hier knickt die schon fast unten um die Ecke. Also da muss einfach noch ein bisschen was gepresst werden. Aber wir konnten halt nicht pressen, weil die Front ja hier überall komplett lose war. Also da war keine Möglichkeit, mal vernünftig zu pressen. Deswegen ist jetzt der Plan, hier das Blech einzuschweißen, denke ich. Und dann erstmal zu pressen. Obwohl vielleicht auch schlau wäre, erst ein bisschen zu pressen. Das werden wir sehen, was hier gleich passiert. Ich werde euch auf dem Stand halten und dann, ne, wir sehen uns gleich wieder. Attacke erstmal jetzt hier. Punk. Go best friend, that's my best friend. Go best friend, that's my best friend. That's my best friend. Go best friend, that's my best friend. Go best friend, that's my best friend. That's my best friend. That's my best friend. To the end, me and you. Ooh. If you spend, then I spend all on you. Ooh. You just say the word and we gon' run it up. You're number one and it's don't run up. Don't matter if your birthday's coming up, I'm still gon' get you those little gifts and it's not even about that. I just love to make you smile, so go and smile back. So Leute, pass mal auf, wir jetzt hier ordentlich fleißig dran gewesen und sind gerade dabei und wollen diese alte Ecke hier wieder einpassen. Ihr seht schon, das ist weit weg davon, dass das passen könnte. Davor haben wir hier noch mit der Presse ordentlich rumgedrückt, versucht das alles ein bisschen weiter rauszukriegen, auch hier noch weiter drin rumgedrückt, ne. Es geht was, nicht alles, aber es geht was, ne. Außerdem haben wir hier uns das Blech nochmal vorgenommen, einfach weil das von der Form her viel toller ist. Zack, passt einfach besser, wenn man das hier so ranhält. Das Problem bei dem Blech ist nur, da hat einer sich schon mal ausgetobt, irgendwie rumgebrutzelt, da, das ist auch alles, ja, quasi ein neues Blech, was da so drin steckt und so. Also, ehrlich gesagt, ist das hier nichts, ne? Dann ist das da auch noch zu kurz und so. Hier fehlt auch die ganze Lippe, also. Wir wollen jetzt probieren, ob wir das andere hier reingepasst kriegen. Haben es jetzt hier geheftet. Jetzt gucken wir gleich, ob die Scheibe passt. Und dann wird das hier Stück für Stück irgendwie passend gemacht. Ihr werdet jetzt mitkriegen, was hier passiert, ne? Leute, bis gleich. It's only 8 AM. I won't do it for the gram. I know I'm a man. At my 2020, wow, wow. Woke up to deposits and it's only 8 AM. Do it for the fam, I don't do it for the gram. Do it for my daughters, do it for my little man. That's my 2020, reason why I win. Lot of missed calls, looking bloody in my call log. I bet to myself, I'm not sorry that I logged off.
dog. Check my mental health, I was feeling like a lost dog. Bounce back and wipe my paws off. Get it off the humble and I So stick Leute, to wieder Schritt weiter. Wir haben es jetzt hier vollbracht und die Ecke soweit eingeschweißt. Hier müssen noch ein, zwei Stellen ein bisschen nachgeschweißt und nachgeschliffen werden, ne? Aber hier die Kante komplett umgebördelt und sowas. Auch hier so ein, zwei Ecken nachgeschweißt. Jetzt sitzt die ganze Ecke hier wieder drin. Jetzt müssen wir gucken, was hier weiter passiert. Als nächstes wollen wir den Wasserkasten einmal ausbauen, damit wir hier dieses Verstärkungsblech wieder hinterpacken können. Müssen wahrscheinlich hier die Kante vom Scheibenrahmen noch ein bisschen hochdrücken und sowas. Ja, Leute, und dann sehen wir hier weiter. Also für uns jetzt erstmal selbstschneidende Blechschrauben hier alle wieder raus, ne? Da sind sie, womit der Kasten ja momentan gehalten wird. Und dann können wir uns dran machen und dieses Blech hier wieder einschweißen. Ja, Leute, wir geben Gas. Bis dahin. nights on top of nights, long nights took a toll. Took some steps back, but I still get up and I go. And now you know, I'ma make some and I'ma spend it. Yeah, new Jeep, no doors with it. So Leute, was geht? Wir haben's spät. Ja, sorry. Ich muss euch zeigen. Wir waren fleißig. Der alte Wasserkasten, der neue Wasserkasten. Alles ist da, alles ausgebaut. Und der Bus steht jetzt hier so aktuell mit dem Lüftungsgitter einmal drin, ist nicht fest verschraubt, weil hier na klar noch alles zum Anschrauben fehlt, aber das alte Lüftungsgitter wurde mal so grob angepasst, dass man das hier nachher reinkriegt. Klar ist, dass das straff ist, aber ja, das wurde halt jetzt passend gemacht. Dieses passte nicht mehr. Sascha hat also das Lüftungsgitter hier mal kurzerhand angepasst und ich muss sagen, ist richtig geil, oder? Guck mal hier, wieder keine Farbe drauf ist, also mir gefällt's echt. Ich bin echt gespannt, das Auto irgendwann mal zu sehen, wenn alles wieder zusammengebaut ist. Ich habe in der Zwischenzeit also hier noch ein paar Stellen nachgeschweißt und sowas verschliffen. Hier die Kante alles noch bearbeitet und so. Dann hier runter die ganzen Kante war auch noch ein bisschen was nachzuschweißen. Hier, das musste auch noch schön hinmodelliert werden. Auch das habe ich getan. Ja, Leute. Außerdem habe ich mir dann eine Flex mit so einer PCD-Scheibe oder wie die heißt drauf und dann gib ihn einmal da den Rost an der Front weggemacht, dass das jetzt einmal lackiert und konserviert werden kann. Ja, und dann unser Highlight, na klar, über den ganzen Tag dieses Blech. Das war natürlich auch wieder ein paar Stunden Arbeit. Aber dass diese Ecke da jetzt drin sitzt, boah, da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Ich bin so gespannt, ob alles passt. Die Frontscheibe passt immer noch nicht 100%ig, muss ich euch sagen. Die Kante gehört hier in dem Bereich halt einfach noch ein Stück weiter raus. Aber unser Plan ist jetzt halt erst, das Verstärkungsblech hier hinter einzuschweißen oder zu heften. Und wenn das Verstärkungsblech dran ist, dieses Verstärkungsblech nochmal rauszudrücken, in der Hoffnung, dass diese Kante hier alles noch ein bisschen kommt. Es sind jetzt nur noch ein paar Millimeterchen, dass die Frontscheibe 100%ig sitzt. Und ich bin euch ehrlich, wenn es nachher hier irgendwo dran scheitert, dann wird der Glasschleifer angesetzt und die Frontscheibe ein bisschen passend geschliffen, ne? Aber gehen wir mal erstmal davon aus, dass wir die so reinkriegen. Die Trockenprobe wird wahrscheinlich, ja, ich will nicht zu viel versprechen, aber hoffentlich nächste Woche zu sehen sein. Das mit Glück haben wir nächste Woche die Frontscheibe mal eingebaut, können den Bus mal hier Probe sehen, ob die Frontscheibe passt und so. Aber Leute, ich will euch gar nicht lange zulabern. Ich denke, das Video ist hier schon wieder sehr lang geworden, ausreichend lang. Ich mache jetzt hier die Lichter aus und Feierabend und dann beginnt hier morgen das neue Video. Für uns eine neue Woche in der Halle quasi. Erstmal hier alles wieder klar Schiff machen und dann müssen wir auch draußen ein bisschen klar Schiff machen. Das wird morgen, da hinten will ich auch. Ihr werdet schon sehen, was hier nächste Woche passiert. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, ne? Ja, außerdem guckt doch gerne nochmal im Shop vorbei. Sticker sind jederzeit erhältlich. Wer noch Bock drauf hat, ihr wisst ja Bescheid. Ich habe hier diese Fuchsclub-Sticker drin, Hartmut, bunte. Dann gibt es noch einen ganz schlichten schwarzen, Klapprad-Crew. Wer es braucht, ne? Leute, wie gesagt, ihr unterstützt das Ganze hier sehr, wenn ihr da mal euch einen Sticker kauft. Also, ich bitte euch. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und sag bis nächste Woche. Bleibt mir gesund und bis dahin.